Servus zusammen. Ich habe mir hier zwei Kings of War Ambush Starter Sets besorgt. Die möchte ich mir heute mit euch zusammen ansehen und dann auch ein bisschen darüber reden, für wen das etwas sein könnte, beziehungsweise da es schon so viele Starter Sets auch gibt, ob wir das überhaupt für Kings of War gebraucht haben oder vielleicht doch nicht. Ich hätte gesagt, schnappen wir uns hier mal die Halblinge und fangen mit diesem Set an. Ich werde mit euch zusammen hier jetzt durch die Starterbox durchgehen und wir werden uns ansehen, was wir hier so alles bekommen. Grundsätzlich diese Sets sind für 40 Euro zu haben und sollen eigentlich einen Start in Kings of War bilden. Und man bekommt sie, ich habe glaube ich so um die 36 oder 35 Euro bezahlt pro Box, also das ist schon ein sehr guter Preis. Dafür bekommt ihr hier im Regelfall immer ein paar Einheiten und dann sogar hier ein Regelbooklet, das wir uns dann gleich auch ansehen werden. Das ist vielleicht auch ein Verkaufsgrund für diese Sets, weil man das aktuell sonst nirgendwo bekommt. Aber lasst uns da mal reinschauen. Hier also der komplette Inhalt von dieser Halbling Starterbox jetzt mal. Hier schon mal ganz schön. Ihr bekommt hier natürlich auch Bases dazu, aber nicht wie in den anderen Einheitenboxen oder auch den Zweispieler Starter-Sets oder Armee-Sets einzeln Bases für jedes Modell, sondern hier bereits die Multibasen in der richtigen Größe zugeschnitten, damit ihr die Einheiten dann bauen könnt, wie sie hier auf der Packung dann auch angegeben sind. Das heißt, hier haben wir die Bases für ein Infanterieregiment und für zwei Kavallerietrupps. Das ist schon mal sehr schön, weil ganz ehrlich gesagt, im Regelfall wird das ja ohnehin auf diese Art und Weise gebased bei Kings of War. Da sind die Einzelbases dann doch sehr häufig umsonst mit dabei. Zumindest bei mir ist es auf jeden Fall so und ich würde auch sagen in den meisten anderen Fällen. Dann, was schon mal sehr schön ist, hier ist ein Starter-Set Infoblatt dabei, wie die Modelle zusammenzubauen sind. Was man hier auch schon sieht, wir haben hier nur zwei Typen. Ich bin jetzt dann bei den Gussrahmen schon gespannt, ob wir wirklich nur das bauen können, was hier im Set enthalten ist oder wirklich mehr. Auch hier schon auf der Rückseite die beiden Einheiten, eben die Spearpikes, das ist unsere Infanterie, und die Wild Runners, also die Kavallerieeinheiten, inklusive der Special Rules, die sie jeweils haben, schon mit dabei. Also auch hier eigentlich alles für diese beiden Einheiten, was wir zum Spielen benötigen. Schon sehr, sehr schön. Und hier sieht man auch schon, wie das Ganze funktioniert. Bei Kings of War eben typisches Einheitenprofil mit allem, was man braucht für die jeweilige Einheit, um diese im Spiel einzusetzen. Und hier herunten bei den Special Rules sieht man schon, dass die recht allgemein gehalten sind. Also das ist ja durchaus ein Vorteil bei Kings of War, dass es hier keine Armee-Sonderregeln gibt, die man so dann nicht im normalen Regelbuch findet. Von dort geht es weiter, und zwar, das finde ich sehr schön, diese Quick Start Rules. Da hat man so ein kleines Booklet. Lasst uns da mal durchschauen. Auch hier fängt schon an, welche Unit-Typen gibt es, wie ist so ein Profil aufgebaut. Also beim schnellen Hinschauen eigentlich alles, was man braucht, um in Kings of War reinzustarten, hätte ich mal vermutet. Also wirklich sehr, sehr schön. Auch eigentlich, für das hier nicht alle Regeln sind, doch schon mal eigentlich ein sehr guter Gesamteindruck, was das Ganze betrifft. Dass man wirklich alles zu haben scheint, um wirklich mal das Spiel auszutesten. Für gerade einmal diese 35, 40 Euro für eine kleine Streitmacht. Also sehr, sehr gut gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Auch sehr schön, weil das eben etwas ist, das wir in den Zweispieler-Starter-Sets oder auch in den Armee-Sets aktuell nicht finden. Vielleicht ist das irgendwann mal, dass sie das austauschen und auch dazugeben.
oder vielleicht ist es mittlerweile schon so. In meinen Starter-Sets hatte ich es bisher noch nicht dabei. Auch das sehr, sehr schön und kommt auch bei jedem von diesen Sets mit dabei. Dann haben wir hier unsere Figuren und das ist zweimal das gleiche. Wir bekommen also pro diesem Plastikpack hier 3 Gussrahmen. Ich habe hier mal ein Set davon ausgepackt. Hier haben wir unsere Reiterei, also unsere Kavallerieeinheiten. Auch sehr schön gegossen. Also man sieht hier schon, wie bei Mantic die Qualität immer besser wird von den Figuren, vor allem von den Plastikbausätzen. Auch scheint das alles sehr easy zusammenzubauen zu sein. Also auch hier sehr, sehr schön. Dann hier die zweite Hälfte unserer Kavallerie, unsere Reittiere mit den Köpfen. Hier auch eine ganze Galerie von Köpfen für unsere Halblinge. Auch hier einiges an Möglichkeiten dabei. Schilde in größerer Anzahl. Also auch hier eigentlich recht einfach alles zusammenzukleben. Und hier dann unsere Körper für die Halblinge selbst. Und auch hier haben wir, okay, das ist interessant, wir haben hier einmal die 10 Körper für die Infanterie und dann hier die Reiterei. Sollten eigentlich, denke ich, 5 Körper sein. Wir haben hier 4 mal und dann muss uns noch irgendwo, hier ist dann der letzte Körper. Okay, also hier kann man sagen, sehr easy zusammenzukleben und das Ganze haben wir dann eben 2 Mal. Hier nochmal genau die gleiche Aufteilung, wie wir sie hier haben. Ich denke, das ist dann alles sehr eindeutig und auch schnell zusammenzukleben, da hier doch alles in Kunststoff daherkommt. Und auch was ich hier jetzt da so auf die Schnelle sehe, man kann hier auch sämtliche Möglichkeiten bauen, die man zur Verfügung hat mit diesen Gussrahmen. Denn ich habe zwar die Halbring-Gussrahmen aus den Armeeboxen bzw. aus den Einheitenboxen noch nicht gesehen gehabt, aber ich schätze mal, das sind die gleichen Gussrahmen und jetzt nichts Eigenständiges, würde auch wahrscheinlich keinen Sinn machen. Aber rein so vom Drüberschauen, wir hätten ja hier laut der Boxbeschreibung die Speere dabei für die Infanterie und für die Kavallerie die Gewehre. Aber auch wenn wir hier schauen, wir haben hier Nahkampfwaffen. Das setzt sich dann hier dann auch mit den weiteren Waffen und den Armen für die Schilde und den Schilden eben fort. Und da hat man eigentlich, wenn man sich das so anschaut, mehr als genug dabei für alles Mögliche an Variation. Das heißt natürlich jetzt, wenn wir direkt nur mit diesem Set starten, haben wir nicht hier, sondern eben hier bei diesem kleinen doppelseitigen Flyer die Regeln drauf, aber hier eben nur für die Spearbikes und für die Wildrunners. Wir können aber auch sämtliche anderen Möglichkeiten, so wie es ausschaut, bauen, die eben mit diesen Bausätzen möglich sind, was sehr interessant natürlich ist. Vor allem, wenn man jetzt da bereits weiß, wie man seine Armee vielleicht später aufbauen möchte. Man sollte sich nur hier im Klaren sein, hier, wenn wir uns dieses Set kaufen, alleine haben wir hier einmal das Startbooklet mit den Quick Start Rules, was zum Anfang sicher schon mal sehr, sehr gut ist, und dann aber nur die Profile unserer beiden Einheiten, die wir hier laut Box bauen können. Also sollte man sich da vielleicht ein bisschen überlegen, ob man nicht sich gleich das Regelbuch mitkauft, um eben auf die kompletten Armeeregeln zu kommen für alle Einheiten, oder sich nicht im Vorfeld schon Gedanken macht, wie man die Einheiten zusammenbauen möchte, um da dann auch nicht irgendwelche Modelle zu verschwenden, weil man hier vielleicht die Spearpikes oder die Wildrunners baut, die man dann für später gar nicht haben möchte, nur weil man eben hier diese angeblich nur in diesem Set hat. Das macht das Set für mich jetzt dann natürlich ein ganzes Stück
Stück interessanter, denn ich hatte aufgrund eben der Beschreibung, die man so gefunden hat, vermutet, dass man hier wirklich nur das bauen kann, so wie es hier auf der Box zu finden ist. Und das wäre natürlich in der Hinsicht ein bisschen blöd gewesen, zumindest in meinem Fall, weil ich eben schon ein bisschen in die Regeln der Armee reingeschaut habe. Und sollte ich jemals mit den Halblingen anfangen als richtige große Armee, hätte ich hier schon eine Überlegung, wie ich das Ganze bauen würde. Und da hätte ich vielleicht die Spearbikes gar nicht dabei, beziehungsweise hätte ich, wenn ich schon die Spearbikes nehmen würde, vielleicht in späterer Folge nicht die Punkte übrig, um bei 2000 oder 2300 Punkten dann wirklich die Spearbikes mitnehmen zu können und müsste dann erst wieder weitere Regimenter dazu kaufen. Für uns heißt das hier jetzt also, wir können hier nicht nur die Spearbikes aus diesen Infanteriemodellen, die wir hier bekommen, bauen, sondern auch die Braves. Was eben interessant ist in der Hinsicht, weil sie um ein paar Punkte günstiger sind als die Spearbikes und Sonderregeln wie Phalanx und so weiter, muss man sich überlegen, es sind beide Einheiten grundsätzlich durchaus solide spielbar, aber hier stellt sich halt die Frage, ob man nicht dann die normalen Braves bauen möchte mit den Handwaffen und Schilden, denn das wäre die günstigste Variante der Nahkampfinfanterie, und da kommt eben noch hinzu, dass auch die Halblinge selbst von ihren Profilen her nicht so spielstark sind und sich daher die Standardinfanterie doch sehr anbietet, um andere, stärkere Einheiten freizuschalten. Das ist auch so mein Grundgedanke, den ich hier gehabt hätte. Daher ist es auch sehr schön zu sehen, dass man eben auch die normalen Braves hier bauen kann und nicht nur die Spearbikes. Und das Ganze haben wir jetzt eben doppelt, denn wir haben hier 10 mal Infanterie und 5 mal Kavallerie bekommen. Und das Ganze gibt es halt hier jetzt noch einmal. Und da wir hier auch die Multibasen jetzt dabei haben, kann man sich hier jetzt auch austoben. Und man kommt ungefähr auf so 300 Punkte um den Dreh hin mit diesen 3 Einheiten. Wenn man sie so als Dreier-Einheiten baut, nimmt man die Braves statt der Spearpikes, wird es ein bisschen günstiger werden. Aber man hat hier dann jetzt eben auch die Möglichkeit, durch diese Multibasen nicht alle Modelle zu verwenden, sondern auch zu sagen, okay, man startet hier mit dem Regiment, verwendet aber von den 20 Infanteriemodellen vielleicht nur die Hälfte wirklich für den Anfang, also hier 10 Modelle, besorgt sich hier dann noch ein zweites Multipass für die Infanteriegröße, wie wir es hier haben, dazu, und man könnte theoretisch dann schon 2 von diesen Regimentern aufbauen für den Start, und sollte man dann später irgendwann mal erweitern, kann man das noch immer machen mit den Army-Boxen bzw. mit der Army-Box bzw. Mega-Army-Box. Dort sind so viele weitere von diesen Kavallerie- und eben Infanteriefiguren der Halblinge dabei, von den Standardfiguren, dass man hier die Bases auffüllen kann mit weiteren Modellen im späteren Verlauf. Aber ich hätte gesagt, jetzt schauen wir uns noch schnell die Box an von den Ogern. Sollte ein bisschen schneller gehen, da es ja im Endeffekt doch recht ähnlich aufgebaut ist. Und hier nun das Ambush Starter Set für die Ogre. Grundsätzlich auch ähnlich aufgebaut. Wir haben unseren Guide mit den Profilwerten und wie man die Modelle zusammenbaut, die Quick Start Rules und eben 3 Einheiten. Hier schaut es ein bisschen anders aus. Hier haben wir 2 Einheiten Krieger, jeweils aus 3 Modellen und einmal Goblins dabei. Als Infanterie lässt sich dementsprechend schneller zusammenbauen und bemalen, weil man hier dann eben ein paar größere Figuren dabei hat. Das war auch der Grund, wieso ich es mir hier gekauft habe, weil so kann ich vielleicht eine weitere Armee recht schnell aufbauen.
Auch hier wieder dasselbe Bild. Wir haben hier unsere Multibasen, diesmal eben für diese Box abgestimmt, für die beiden Ogre-Regimenter, für die Krieger und dann ein Regiment für die Goblins. Dann wieder unser Zusammenbau-Guide, der uns hier sagt Red Goblin Spitter, also Bogenschützen bei den Goblins. Und hier haben wir, und da sehen wir auch schon zwei Möglichkeiten bei den Ogern, einmal mit Handwaffenschild oder mit Zweihandwaffen, je nachdem wie man es spielen möchte. Und auch das ist hier dann in den Regeln bereits enthalten mit dem Profil, dass man hier auch beide Varianten spielen kann. Und wie wir hier auch sehen, wesentlich weniger Sonderregeln, als wir das vorher bei den Halblingen gesehen haben. Aber auch hier wieder alles dabei, um direkt out of the box spielen zu können, weil wir hier eben auch wieder ein Quick Start Rules Booklet dazu bekommen. Eben das gleiche, das wir vorhin schon hatten. Und dann kommen wir hier zu den Figuren noch schnell. Hier bekommen wir 2 Gussrahmen für die Oger. Das sind tatsächlich, wenn wir hier schauen, 2, das schaut im ersten Moment zwar recht ähnlich aus, sind aber 2 verschiedene Gussrahmen, da sind die Körper anders. Und man bekommt hier tatsächlich 3 männliche und 3 weibliche Körper, wenn man so ein bisschen hinschaut, dann fällt einem das Ganze auf. Und auch hier, wir haben hier die Handwaffen und Schilde, dann die Zweihandwaffen, die wir auch schon im Profil gesehen haben. Aber auch hier gibt es bereits, und das ist auch sehr schön, zeigt sich wieder, das ist der normale Gussrahmen der Ogerkrieger, denn wir haben auch hier die Fernkampfwaffen, also sollte hier jemand sich gleich das Regelbuch dazu kaufen, das richtige dicke Regelbuch für Kings of War, oder es schon haben, dann gibt es hier auch die Möglichkeit, eben die Fernkampfvariante zu bauen. Also auch hier wieder eine sehr schöne Möglichkeit. Und dann haben wir hier noch unsere Red Goblin Spitter. Die kommen auch hier in 2 Packs daher mit jeweils zweimal den identischen Gussrahmen. Wir haben hier unsere Bögen, dann die ganzen Körper. Auch hier, wie man schon sieht, der Guss ist sehr, sehr schön. Also die Figuren werden immer besser von Mantic, wie ich schon vorhin sagte. Aber was man hier auch sieht, man hat hier nicht nur die Bögen dabei, sondern auch Schilde, Nahkampfwaffen in sowohl normalen Handwaffen als auch Speere. Also auch hier hat man dann wieder die Möglichkeit, alle möglichen Varianten zu bauen, sollte man Interesse daran haben, beziehungsweise das rote aktuelle Regelbuch zu besitzen. Oder eben eines der Regelbücher generell zu Kings of War. Und das war es jetzt mit diesem Set. Wie man auch hier sieht, man bekommt in beiden Sets sehr viel mehr an Material oder an Möglichkeiten, diese zu bauen, als das auf den ersten Blick scheint. Denn wir können hier nicht nur die Krieger bauen mit Handwaffe, Schild und Zweihandwaffe bei den Ogern, sondern eben auch die Fernkampfvariante. Und auch hier bei den Goblins haben wir die Möglichkeit, die Bogenschützen, die normalen Nahkämpfer oder auch die Speerträger zu bauen, je nachdem, was man machen möchte. Und auch hier gilt wieder im gleichen System. Wir können hier natürlich, da wir 20 Goblins dabei haben, diese auch aufteilen und zum Beispiel nur jeweils 10 Modelle verwenden. Und wenn man sich noch ein Infanterie-Base dazu besorgt, könnte man hier sogar 2 Infanterieeinheiten wiederum aufbauen, um dann später mit den Army-Boxen zu erweitern. Oder in diesem Fall eben auch, beziehungsweise in beiden Fällen gibt es ja auch eine 2-Spieler-Starter-Box, wo jeweils eine der beiden Armeen dabei ist. Und die gleiche Möglichkeit eben auch bei den Halblingen.
Auch hier haben wir die Möglichkeit, hier nicht nur die Speerträger, also die Spearbikes zu bauen, sondern auch die normalen Nahkampfwaffen und Schilde. Auch bei den Halblingen gibt es eben auch die Möglichkeit, eine Fernkampfvariante zu bauen. Dafür hätten wir hier ja auch 10 Rifles dabei. Ich denke mal, die sind austauschbar, die kann man auch durchaus für die Infanteriemodelle verwenden. Jedoch haben wir hier, soweit ich das jetzt gesehen habe, nur insgesamt 10 von diesen Waffen dabei. Ich werde mich hier nochmal schnell gleich korrigieren, weil ich habe jetzt nochmal die Gussrahmen rausgenommen. Wir sehen es hier schon auf dem Gussrahmen. Wir haben hier 6 Rifles und auch hier nochmal 4 Rifles, also auch pro Gussrahmen 10 Stück. Das Ganze noch ein zweites Mal. Also auch hier könnten wir rein theoretisch bei der Infanterie nicht nur die normalen Nahkämpfer und Speerträger bauen, sondern eben auch die Fernkampfvariante. Also auch hier gleiches Thema bei den beiden Boxen. Man hat hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das Ganze zusammenbauen kann und ist nicht nur auf das beschränkt, was uns hier das Starter-Set quasi an Informationen mitgibt. Also da vielleicht ein bisschen aufpassen. Dann beim Zusammenbau, da habt ihr wesentlich mehr Möglichkeiten. Und dementsprechend könnt ihr hier bei den Halblingen natürlich auch für die Kavallerie die Lanzen verwenden und könnt dann anstelle wie hier die Wild Runners auch die Wild Lancers bauen. Also zusammengefasst, was kann ich dazu sagen? Ich bin sehr positiv überrascht, denn ich habe ja, wie ich anfangs schon sagte, ein bisschen mir so die Frage gestellt, ob das Ganze sinnvoll ist, diese Ambush-Sets jetzt hier zu haben. Denn ja, sie kosten nur 40 Euro, dafür bekommt man schon schön was, eben eigentlich alles, um mal reinzuschnuppern in Kings of War mit auch jeweils 3 Einheiten, wenn man es normal aufbaut, aber ihr habt gesehen, ihr könnt es hier durchaus größer ein bisschen aufbauen. Auch wenn man die Modelle ein bisschen aufteilt, hat man hier die Möglichkeit vielleicht nur 2 Modelle pro Base zu nehmen und kann dann 3 Ogre-Krieger-Regimenter aufbauen. Also da gibt es schon ein bisschen was an Möglichkeiten, was durch die Multibases ja durchaus dann auch möglich ist umzusetzen, um größere Armeen gleich von Haus aus mit diesem Set aufbauen zu können. Aber ich war da ein bisschen skeptisch am Anfang, eben aufgrund des Inhalts, den man so hier dann gezeigt bekommen hat, denn die Wild Runners bzw. auch Wild Lancers, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie man die spielen könnte, und so wie ich vorhin schon sagte, oder ob man sie einsetzt, und wie ich vorhin schon sagte, bei den normalen Halbling-Infanterieeinheiten sind die Spearbikes, so wie sie hier abgebildet sind, sicher keine schlechte Einheit mit Phalanx, sind aber vielleicht insgesamt etwas schwieriger zu spielen, würde ich jetzt mal behaupten, um wirklich das volle Potenzial rauszuholen aus der Einheit. Und sie sind eben dann auch die teurere Einheit, die man bauen kann. Und die normalen Braves mit Handwaffe und Schild wären hier die günstigere Variante, dementsprechend auch leichter in eine Armee reinzubekommen. Vor allem, wenn man dann zum Schluss merkt, dass man die Punkte für die Spikes doch nicht übrig hat, für die Spears doch nicht übrig hat, muss man diese erst wieder austauschen und die günstigeren Braves mitnehmen. Aber wie wir hier jetzt gesehen haben, wir haben bereits von Anfang an die Möglichkeit, hier alle Varianten zu bauen. Also auch hier muss ich sagen, sehr, sehr schön. Und definitiv mal für die Halbling-Box kann ich sagen, würde ich empfehlen, kann man sich auf alle Fälle besorgen, um hier zu starten. Und man hat dann eben die einfache Möglichkeit, von hier weiterzugehen mit der Army Box. Ich würde aber die Mega Army Box empfehlen und ihr bekommt hier direkt noch einmal eine ganze Menge weiterer Halbling-Einheiten, vor allem eben auch hier diese Einheit, die wir hier schon hatten mit Kavallerie und Infanterie, auch wieder die gleichen Gussrahmen, wie wir hier jetzt gesehen haben. Also können wir hier wieder
uns dann aussuchen, was wir hier weiter zusammenbauen wollen. Wenn wir dann erweitern und dazu kommen noch größere Einheiten dazu, plus dann eben eine ganze Reihe von Charaktermodellen, wenn wir eben die Mega Army Box nehmen. Bei den Ogern bin ich grundsätzlich auch in der Hinsicht überrascht, weil man eben auch hier, was eigentlich im Nachgang irgendwie zu vermuten war, alles bauen kann. Wir haben hier eben 2 Ogre-Regimenter dabei, die man mit Zweihandwaffen bauen können, mit Handwaffen und Schild oder wie wir bereits gesehen haben, mit der Fernkampfvariante. Auch das ist hier möglich. Ist auch in der Hinsicht recht schön, weil man eigentlich hier schon mal einen guten Start hat, um die Ogre anzufangen, weil man die Ogre-Krieger in irgendeiner Art und Weise eigentlich immer haben möchte. Entweder setzt man sie als kleine Regimenter ein, so wie man sie hier sieht, mit Handwaffe, Schild oder eben mit Zweihandwaffen. Oder man spielt sie eben als Horden, wo man quasi 2 Regimenter zusammenfasst, quasi 6 Modelle, 2 Reihen tief. Und auch das kann man hier alles dann schon darstellen, bietet einen sehr guten Start dafür. Und ganz egal, in welche Richtung man es dann weitergeht, ob man dann etwas mehr in Richtung Ogre-Krieger geht oder eben vielleicht auch mehr auf Fernkampf mit den Modellen, die man ja hier bereits auch bauen könnte. Oder eben vielleicht auch total in Richtung Siegebreakers und eben nur als Unterstützungseinheiten, als Regimentgröße, so wie hier die Ogre als Zweier-Variante oder 3 Einheiten davon mitnehmen wird, hat man hier bereits auch schon einen guten Start, den man überall verwenden kann, in jeder dieser Armeelisten-Varianten. Eine Sache, die mir hier aber nicht unbedingt negativ auffällt, aber wo ich ganz ehrlich sagen muss, was mir persönlich nicht gefällt, sind die Goblin Spitters. Denn ganz egal, welche Armeeliste ich bis jetzt gehabt habe, wo ich gesagt hätte, so würde ich mir eine Ogre-Armee aufbauen. Es waren nirgendwo Goblins dabei. Also entweder hätte ich eben eine Variante gebaut mit 2 oder 3 Kriegerregimentern wie hier und dann vielleicht 3 oder 2 Siegebreaker-Horden sogar und dann eben auch 2, 3 Beschusshorden von eben lauter Ogern oder etwas Vergleichbares auch vielleicht mit eben einer größeren Auswahl vergleichsweise an Ogre-Krieger-Horden, wie wir sie hier haben, nur halt eben um halt so die Punkte ein bisschen zu senken und dafür nur eine oder wahrscheinlich 2 Einheiten Siegebreakern dabei, auch wieder in Hordgröße. Aber auch hier wären dann die Goblins wieder nicht dabei. Also es lässt sich auch hier sagen, für einen Start definitiv ein sehr gutes Set. Ich kann es euch schon empfehlen, vor allem wenn man die Goblins toll findet, weil es ja die neuen Goblins sind, also die Figuren sind ja wirklich auch top. Ich habe ja selbst schon ein bisschen im Hinterkopf gehabt, selbst Goblins anzufangen, aber wir sind es dann doch wieder irgendwie zu viele Figuren. Aber das sollte man hier vielleicht dann doch im Kopf behalten, ob man dann diese Goblins hier wirklich braucht oder verwenden möchte. Ansonsten kann ich diese Box ebenfalls empfehlen für den Preis, um mal ins Spiel reinzuschauen. Und da ist dann wirklich aber noch eher die Überlegung im Vergleich zu den Halblingen, ob man nicht sich vielleicht gleich die Army Box holt, um mehr Modelle zu bekommen. Vor allem dann, wenn man Ogre Heavy bzw. Only Ogre gehen möchte, so wie ich das gerade gesagt habe. Denn in den beiden großen Sets hat man keine Goblins mit dabei. Also wäre eine Überlegung, wenn man die ohnehin nicht braucht. Ihr könnt mir gerne hier jetzt schreiben, was ihr von diesen Ambush-Sets findet und welches Set ihr euch vielleicht besorgt habt oder vielleicht besorgen möchtet. Ihr könnt es auch gerne reinschreiben in den Kommentaren, welche der beiden Armeen ich als erstes anfangen soll, denn ich werde hier womöglich beide Armeen
dann ein bisschen aufbauen, hier mal in dieser Ambush-Größe, um dann auch vielleicht ein paar so kleine How-to-Play-Videos dann zu machen, wo man verschiedene Regelelemente hier zeigt oder eben auch vielleicht kleine Mini-Battle-Reports. Aktuell würde ich eher auf die Ogre tendieren, weil die einfach schneller zusammengebaut sind und mit dem bereits fertigen Northern Alliance könnte man hier definitiv schneller etwas machen, aber ihr könnt es mir ja trotzdem gerne unten schreiben. Ich habe jetzt in der Vergangenheit ein paar Videos gemacht zum eben neuen Regelbuch von Kings of War, dem abgedateten von 2022, oder auch wie man eine Rank-and-File-Armee aufbauen kann, schnell und einfach. Diese Videos findet ihr auch verlinkt in der Videobeschreibung und irgendeines dieser Videos werdet ihr hier jetzt auch bestimmt sehen. Da könnt ihr gleich draufklicken und dann dort weiterschauen, wenn ihr das möchtet. Bis zum nächsten Mal.